Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt, weil ich ja mit Cura sowieso schon angefangen habe und dem Tronxy-Drucker so einen kleinen Materialguide, weil ich auch heute wieder ein ganz anderes Material drauf habe. Ist jetzt ein bisschen unspektakulär. Meine Freundin braucht einen neuen Ring für eine Rührschüssel von einer Küchenmaschine. Aber ist ja egal. Ich meine, jedes Teil zählt im Endeffekt ja auch für euch, um halt schauen zu können, ähm, wie es denn aussieht. Ja, dann mache ich mal die Kamera kleiner, dann nehme ich euch mal mit in Cura, was ich jetzt bis jetzt so gemacht habe. Falls es dort noch Optimierungen gibt, werde ich diese im Profil definitiv veröffentlichen. Das Material ist jetzt ein 3D Foxlab TPU und ja, in weiß. Also ganz normales Standardmaterial, ist jetzt nichts Besonderes. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, wie ihr jetzt seht, der Ring läuft jetzt gerade noch. Der läuft auch noch eine ganze Weile. Ich drucke den im Moment jetzt mit den Vorbereitungsdaten und zwar 0,2er Layerhöhe und erstmal mit 228 Grad und 40 Grad Betttemperatur. Das ist jetzt erstmal zum Testen. Ich bin jetzt im Moment bei einer Druckgeschwindigkeit von 25 Millimeter angekommen. Ich will mal gucken, ob der Titan-Extruder das recht gut mitmacht. Innen halt auf 18 dann laut Berechnung. Ich habe da jetzt noch gar nichts geändert. Das sind jetzt wie gesagt die ersten Versuche. Also Bewegungsgeschwindigkeit ist bei 140 Millimeter und Bewegungsgeschwindigkeit der ersten Schicht ist bei 120 Millimeter. Die erste Schicht habe ich dummerweise vergessen runterzustellen. Die wollte ich eigentlich auf 15 stellen, dass das und auch Brim-Skirt-Geschwindigkeit auf 15, dass ich erstmal vernünftig Druck aufbauen kann in der Düse. Habe ich vergessen, hat mir auch gleich so ein bisschen das Genick gebrochen. Retract ist zu wenig mit 6,5. Da werden wir mindestens 10 Millimeter brauchen bei diesem Drucker, damit der Druck wirklich von der Düse weg ist. Weil ihr müsst bedenken, bei TPU sieht es halt so aus, dass wir nicht das Filament zurückziehen, sondern wir haben ja auch eine Bewegung in dem Gummi, hätte ich bald gesagt. Das heißt, wir müssen erst den Druck von der Bewegung runternehmen und dann erst den Druck von der Düse. Vielleicht schickt auch 10 noch nicht mal. Es kann auch sein, dass wir auf 12 oder 15 müssen, weil ich habe gesehen, es gibt kleine Blobs. Ist jetzt bei diesem Teil völlig egal, ist ja auch wie gesagt nur zum Testen, aber das ist halt für euch schon mal interessant. Ja, alles andere ist bisher auf Standard geblieben. Ich fahre hier 100% Kühlung, weil TPU sehr, sehr gut die Wärme speichert und schlecht abgibt. Das heißt, ich brauche viel Kühlung, damit ich halt eben bei einer Umrundung trotzdem das Teil kühl genug habe, dass sich nichts mehr aufschmilzt, so richtig aufschmilzt von dem vorhergehenden Layer. Das ist ganz wichtig bei diesem Material. Und ansonsten habe ich halt, wie gesagt, noch nichts getestet. Das wird sich irgendwie in den nächsten Tagen und Wochen dann nochmal zeigen. Da werde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber das ist jetzt alles nur mal zum Testen. Aber ich wollte euch halt das Ganze schon mal weitergeben, weil es läuft gar nicht schlecht jetzt so. Bis auf halt, dass man diese Blobs hier sieht, weil halt der Retract zu wenig ist. Aber die Füllung ist okay. Die Füllung habe ich jetzt auf 1,1, also das heißt, ich habe 10% mehr, damit das halt gut gefüllt wird, das Material. Und damit war das aber auch okay. Damit habe ich auch genug Druck auf der Düse bei diesem normalen TPU und kann das damit gut drucken. Ich werde euch dann die genaue Materialangabe auch nochmal reinschreiben. Aber das mache ich dann, wenn ich das in die Beschreibung unten mit reinnehme. Ja, das dann schon mal zu diesem kleinen Guide. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und habt eine schöne Woche.